Es sind Zustände, die an viktorianische Zeiten erinnern. Ratten, Kakerlaken, ständige Gewalt und dramatischer Personalmangel. Die Verhältnisse in den allermeisten britischen Gefängnissen sind katastrophal. Die Häftlinge 23 Stunden pro Tag eingesperrt in ihren Zellen, weil es nicht genug Sicherheitskräfte gibt. Und die Gefängnisse sind derart überfüllt, dass die britische Regierung bis Ende Oktober mehr als 5000 Gefangene frühzeitig entlassen muss. Zustände, die der neue britische Premierminister von den Tories geerbt hat. I'm angry to be put in a position of having to release people who should be in prison because the last government broke the prison system. And saying the risk was loss of an ability to detain suspects. That means, Mr. Speaker, an inability to arrest people committing offences. That's how bad it was. Und so knallten jetzt Sektkorken vor britischen Gefängnistoren. Aber gibt es hier draußen mehr Personal, um sie zu betreuen? Oder müssen die Briten sich auf eine neue Welle der Kriminalität einstellen? Wir treffen Jack in Birmingham. Er ist seit dem 25. September wieder auf freiem Fuß, nach 22 Monaten. Eigentlich hätte er 4 Jahre absitzen müssen, wegen Drogenhandels. Mit der Entlassung wurde ihm ein Zimmer in einer Gegend zugewiesen, die für ihre gewalttätigen Gangs bekannt ist. Dann gab's noch 80 Pfund auf die Hand und das war's, erzählt er uns. Ab und zu kommen Bewährungshelfer vorbei. Ansonsten fehlt es am nötigsten. Like the pots and pans, what we have to pay for them. With the chopping boards, we got to pay for them. Knife sets, we got to pay for them. Look, you got no TV. Like we have to do, you got to buy your own TV. Then the next geezer comes in and robs it. Obviously, we've got one in the bedroom. That cat 8 is just, you ain't coming home. Aber Jack hat noch ein ganz anderes Problem. Saying I'm not allowed to speak. Can you show that to us? Yeah. I'm not allowed to speak with criminals. I can't meet with people out of prison. I'm sat next to one. They put me in a house with. They're bringing another 2 people. Yeah. The first night we was in here, what happened? The man come out with a chopper. He had a sword in the street, tapping the door. Guns police. Yeah, gun police all outside. Yeah. Man with a chopper, big zombie knife outside the door. Saying he's going to chop this person, he's going to chop that person. Yeah. The first night I come out. Draußen auf der Straße begegnen wir Stephen. Er hat es geschafft. Seit 5 Jahren hat er kein Gefängnis mehr von innen gesehen, erzählt er mir. I was fortunate, you're right, because I didn't need none of those things. I'm a very robust man, and I left my city, you're right. But I know how difficult it is, you're right, to walk that road and not reoffend. Diejenigen, die jetzt vorzeitig entlassen wurden, beneidet er nicht. They've got some housing, but they're being abused in the housing, yeah, right? They're having a difficulty to find support. Most of the family, yeah, right, criminals as well. And part of the license conditions is you can't see other criminals, yeah, right? And the mental health support that young men like that need isn't there, yeah, right? So they just fall through the cracks and end up reoffending and back in prison. Helfen könnten sie sich nur untereinander. Als wir mit Stephen noch einmal in Jack und Deans Haus gehen, erzählt Jack ihm, dass sie eigentlich zu 8 hier sein sollten. Die 6 anderen seien aber gar nicht erst aufgetaucht. And I haven't even come to the door. You know what I mean? They just disappeared. So there you've got 6 criminals out there now, robbing, stealing, and that's just the 6 from this house. There's 2,000 of these houses in this country. Those that have a responsibility to look after us, yeah, right, aren't looking after us. They're not doing their job, and that filters down. Wer sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, hat kaum eine Chance im Großbritannien dieser Tage. Und doch, es gibt effiziente Hilfe, wenn auch nicht vom Staat. Alistair Jackson ist der Chef einer Charity, die Ex-Häftlinge auf einem Recyclinghof beschäftigt und sie hier auf ein normales Arbeitsleben vorbereitet. Wer hier aufgenommen werden will, muss sich allerdings an strenge Regeln halten. We have some strict rules here. There's no drugs, no alcohol. So you have to be prepared to kind of live under those couple of rules. But if you're good with that, then everything else comes with it, and the support we give is enormous. Sein Team besteht aus Sozialarbeitern und Psychologen, die sich um knapp 300 Ex-Häftlinge pro Jahr kümmern. Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ein erfolgreicher.
Andy und Naomi hatten beide eine lange Gefängniskarriere hinter sich, bevor sie hier den Absprung dann wirklich geschafft haben. They want to look after you, they want to help you, but that you have to want to help yourself. They will give you the framework and the plan and the guidance. But if you don't want to follow that plan, if you want to continue taking drugs, if you want to continue gambling, if they go, right, okay, there you go, we will pick the pieces up afterwards. But they've been there for me from day one. Alistair hat so erreicht, dass nur 5% seiner Ex-Häftlinge wieder rückfällig werden, während die Quote in ganz Großbritannien bei fast 50% liegt. Alistair ist sich sicher, dass man das auch landesweit erreichen könnte, wenn die Regierung in London das Problem jetzt ernsthaft angehen würde. The Ministry of Justice needs to put more money into probation so they can do as much as we do. I'm sure the probation would like to do it, but they just don't have the resources that we can. So we can help that few hundred people in that cohort at any given time. We're not big enough to help everybody, sadly. One day. Bis dahin werden viele der jetzt vorzeitig Entlassenen auf der Straße landen. Und selbst Jack, der zwar ein Zimmer hat, wäre lieber im Gefängnis geblieben. Dort fühlte er sich sicherer als hier in der Freiheit. 4,000 are guaranteed reoffending within the first week. What does that mean for Britain? It's broken Britain, isn't it? You know what I mean? That's what it is. Sein Kumpel Dean ist da anders. Er will auf keinen Fall zurück. I hope, you know, that's all I can do. If you look above my door, that's all I can have is hope. You know, that's what I had above my door when I was in prison. Yeah. That's all I can do is hope. Freiheit sieht anders aus. Und eine dauerhafte Entlastung der Haftanstalten wird so kaum gelingen. Ohne echte Reformen wird sich die britische Gefängniskrise so nur immer weiter zuspitzen.